Die jüdische Schülerin Daisy Mialovici aus Bukarest möchte die Taufe empfangen. Sie hat sich bereits einen Sommer lang im Katechismus unterrichten lassen, doch der zuständige Bischof Monsignore Joseph Schubert lehnte ihr Taufgesuch mit dem Hinweis auf eine einjährige Vorbereitungszeit ab. Ihre Lehrerin Georgette Magnoli wendet sich am 27. November 1940 an den rumänischen Nuntius Andrea Casulo und bittet ihn, die Taufe von Daisy Mihalovici zu ermöglichen. In den Akten findet sich auch ein undatiertes Schreiben von Daisy selbst, die ihrer Angst Ausdruck verleiht, von ihrem Vater verstoßen zu werden. Ihre Eltern wollen das Land verlassen und wissen nicht, dass die Schülerin Katholikin werden will. Der Nuntius wendet sich daraufhin an den Heiligen Stuhl, um die Notwendigkeit der einjährigen Vorbereitungszeit ganz offiziell zu erfragen. Vom Heiligen Offizium erhält er die Antwort, die Jugendliche kann zur Taufe zugelassen werden, wenn sie Anzeichen von Entschlossenheit und Standhaftigkeit zeigt. Ob Daisy daraufhin noch vor der Emigration ihrer Familie getauft wurde oder was aus ihr wurde, wissen wir noch nicht. Das Bittschreiben ins Deutsche übersetzt. Exzellenz, würden Sie die Güte haben, sich für ein junges jüdisches Mädchen zu interessieren, das sich danach sehnt, getauft zu werden. Ich selbst habe sie in den ersten Wahrheiten der katholischen Religion unterrichtet und diesen Sommer während ihres Aufenthalts in Brasow erhielt sie privaten Katechismusunterricht von Pfarrer Pater Franziskus Gall, dem Oberen der Franziskaner von Brasow. Pater Gall versicherte schriftlich, dass die junge Jüdin ausreichend unterwiesen ist, um getauft werden zu können. Diese Bescheinigung von Pater Gall befindet sich in den Händen von Monsignore Schubert, Kanoniker der St. Josephs-Kathedrale in Bukarest. Die junge Jüdin Daisy Mihalovici, 18 Jahre alt, die in Bukarest lebt, wandte sich diesen Herbst an Monsignore Schubert und hat ihm nachdrücklich um die Spendung der Taufe gebeten. Monsignore Schubert lehnte dies kategorisch ab und sagte, dass es mindestens ein ganzes Jahr dauern würde, um die Ernsthaftigkeit ihres Wunsches zu prüfen. Die junge Jüdin nahm diese Prüfung im christlichen Geist auf sich und nahm weiterhin Katechismusunterricht bei mir. Nun haben die Eltern des Mädchens beschlossen, Rumänien Ende Dezember endgültig zu verlassen. Daisy Mihalovici kam zu mir nach Hause und flehte mich an, alles mir Mögliche zu tun, damit sie vor ihrer Abreise die Taufe empfangen könne. Trotz dieser drohenden, überstürzten Abreise hat sich Monsignore Schubert erneut geweigert, ihr die Taufe zu spenden. Erlauben Sie mir, Exzellenz, Sie zu bitten, sich für dieses junge Mädchen einzusetzen, das so sehnlichst den Wunsch hegt, Christin zu werden und dabei auf so viele Schwierigkeiten stößt. Ich habe volles Vertrauen, dass Sie sich für Ihre Sache einsetzen werden. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass beide jüdischen Eltern überhaupt keine Ahnung von diesem heiligen Projekt ihrer Tochter haben. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich mich an Ihre Exzellenz gewandt habe und akzeptieren Sie bitte den Ausdruck meiner zutiefst respektvollen Gefühle. Georgette Malodi. Mitschreiben von Daisy Mihalovici. Ins Deutsche übersetzt. Exzellenz, vergeben Sie mir, dass ich noch einmal auf Ihre Barmherzigkeit zurückkomme, aber Sie sind für mich der direkte Vertreter des Heiligen Vaters. Und es ist so, dass ich Ihre Exzellenz um Licht bitten möchte in dem Kreuz, das Gott mir auferlegt. Ich kam hierher und dachte, ich könnte sprechen, doch die Anwesenheit des ehrwürdigen Vaters Schubert paralysierte mich und ich konnte mich nicht erklären, obwohl ich es doch so sehr brauchte. Exzellenz, ich kenne meinen Vater und ich weiß, wenn Pater Schubert mit ihm spricht, setzt er mich vor die Tür oder auch unter Hausarrest, sodass ich große Angst habe vor den Folgen meiner Unternehmung. Da die Erlaubnis aus Rom, die Ihre Exzellenz mir gütigerweise beschafft hat und die für mich eine so große Freude gewesen ist, nicht davon sprach, ist sie doch notwendig. In Ihrer Güte hatten Sie mir versprochen, dass ich die Gnade erhalten würde, zur Kirche zu gehören, was ich schon seit mehr als 5 Jahren wünsche, seit ich die Notwendigkeit dafür gesehen habe. Um das zu erhalten, bin ich bereit, alles zu tun, was Ihre Exzellenz mir sagen wird, und ich habe die Hoffnung nicht verloren. Aber das, was mir gesagt werden wird von dem Vertreter des Vaters, wird eine Direktive sein, der ich getreu folgen werde. Und darum bitte ich Ihre Exzellenz, die Güte zu haben, mich wieder zu empfangen und mich zu leiten. Ihre sehr demütige und respektvolle Daisy Mihalovici.